Hey, Soundwaves, who made this beat? Von Dürnleis im Weinviertel sind es via Skopje in Nordmazedonien 1250 Kilometer bis Albanien. Hier hat sich Ex-Diktator Enver Hoxha seinerzeit erholt. Mühevoll werden die Algen für die Sommergäste aus dem Wasser gefischt. Tuschemist ist das Klein-Venedig Albaniens. Mehrere Kanäle durchziehen den Ferienort. Für Schwäne, Enten und Gänse ist die Stadt ein Paradies. Am Rande von Tuschemist liegt der kleine Nationalpark Trilon, mehr Vergnügungs- und Erholungspark als echter Nationalpark. Duša nema mira, vraćam se da tebi ja, osma moja mila. Gdje god da sam sanjam, svud u svijetu nosim te, zoru sunce obasja, još te više volim ja. Gdje god da sam nosim te, zoru sunce obasja, još te više volim ja. Diese Jugendlichen drehen mit ihrer Lehrerin einen Film zur Geschichte Albaniens. Svaka staza mene veže, u daljini srce pati, želim tebi da se vratim. Gdje god da sam sanjam te. Die Straße in den Süden, nahe der Grenze zu Nordmazedonien, führt durch ein ursprüngliches Albanien fast ohne Touristen.
Der Prespa-Nationalpark reicht über die Grenze zu Nordmazedonien. Er ist einer von 15 Parks in Albanien. In diesem Park liegt auch die Höhle von Tren. Ohne die Hilfe der freundlichen Polizei, die uns hingeleitet hat, hätten wir sie nie gefunden. Neben Pferdefuhrwerken treffen wir immer wieder auf Schaf- und Ziegenherden. Dieser Hirte erzählt uns, dass er noch nie im Ausland war. Er sitzt hier an 365 Tagen im Jahr, sagt er. Im Hinterhof Albaniens ist die Moderne noch nicht angekommen. Die Straßen sind löchrig und von dieser Brücke über den Fluss Fjosa gibt es nur noch ein Stück. Absperrung gibt es keine. Als Raftingrevier wird der Fjosa-Fluss gerade entdeckt. Und hier sind wir in der orthodoxen Kirche Leusa, nahe von Permet. Sie gilt als eine der schönsten in Albanien. Sie erledigt das jetzt für uns. Ja. Ja. Diese Dame mit Esel versucht uns mit Händen und Füßen zu erklären, wo der Mann mit dem Schlüssel für die Besichtigung ist. Weiter geht's durch fast unberührte Landschaften in den Süden. Nach 800 Metern links abbiegen. Auch Arbeitspferde gibt es noch jede Menge in Albanien. Sie sind klein und drahtig. Das ist hübsch. Steht voll schön. Wir sind am Loara-Pass, 40 Kilometer südlich von Flores. Das ist jetzt sozusagen schon die alte Straße, weil unterhalb bauen sie eine Autobahn mit Tunnel nach Flores, weil hier werden riesige Touristenzentren für zigtausende Leute gerade aus dem Boden gestampft. Schaut aus wie Gaza-Stadt. Wir lassen die touristisch schon stark vereinnahmte Küste links liegen und fahren dorthin, wo auch die Einheimischen urlauben, zur Lagune Divjake. Eine Idylle mit Fischern und traumhaften Sonnenuntergängen. Diese Brücke über die Lagune führt zu einem noch gänzlich unverbauten und kilometerlangen Meeresstrand. Wir genießen hier die Stille der Abende bei den Fischern.
Lagune und Strand sind Teil des Divjake-Karavasta Nationalparks. Hier darf nichts verbaut werden. Er gehört den Wasservögeln, Waldtieren und Wanderern. Am Komansee erwartet uns ein ganz spezielles Abenteuer. Mit einer Autofähre fahren wir von Koman den Stausee hinauf bis nach Firze. Allein schon der Minihafen und die Verladung der Autos ist ein Abenteuer für sich. Und den Kabel im Auto. Dreieinhalb Stunden dauert die Fahrt durch eine faszinierende Canyon-Landschaft.
Von Firze aus geht es wieder über eine extrem kurvenreiche Straße in die albanischen Alpen. Nach Valbona, dem Ausgangspunkt für extreme und auch leichte Wanderungen. Wir wandern hier im Valbona Nationalpark, dicht an der Grenze zum Kosovo und zum Montenegro. Ja, im Tal haben wir ein nettes Quartier und dort lautet die Devise: zuerst bezahlen, dann wandern, weil hier gibt es Wölfe und Bären. Nach einer mehrstündigen Wanderung lassen wir uns in einer der wenigen Herbergen im Nationalpark ein gutes albanisches Essen schmecken. Nach 3 Tagen im Nationalpark Valbona geht's an den Skoda-See. Die Straße ist extrem kurvenreich, einspurig und übersät mit Schlaglöchern. Für die 185 Kilometer brauchen wir 6 Stunden. 80% der Strecke fährt man nur im 2. Gang. Das ist die alte osmanische Brücke Mesi bei Skoda. Unsere 50 Quadratmeter Suite in Skoda kostet 50 € und hier draußen haben wir noch eine Terrasse mit Blick auf die Stadt, circa 1 Kilometer vom Zentrum. Im durchaus schönen Zentrum haben wir leider nicht gefilmt. An diesem Tag hat uns die Lust dazu gefehlt. Von Skoda, dicht an der Grenze zu Montenegro, ging es wieder zurück nach Hause.